Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, wir schauen uns heute an, mit welcher Überraschung dürfen wir rechnen, was kommt unerwartet, was haben wir nicht auf dem Schirm oder auf dem Plan. Und da ist schon die erste, es geht um Entscheidungen. Irgendwo wird es Zeit, etwas in die Gänge zu bringen. Hier ist Zeit für den nächsten Schritt. Vielleicht schiebt man etwas vor sich her oder möchte etwas vermeiden. Und wir haben das spirituelle Wachstum dabei. Ja. Hier können irgendwelche Unsicherheiten sein, Gedanken, dass man überlegt, ich müsste eigentlich den ersten Schritt machen, aber ich weiß nicht welchen. Die Karte sagt, tief in einem selbst weiß man die Antwort. Hier können so Befürchtungen und Ängste sein, dass man etwas nicht schafft oder dass man an sich denkt, die Lösung ist nicht vorhanden, die ich für meinen Weg brauche. Und die Entscheidungskarte kommt auch oftmals, wenn wir wissen, dass wir weitergehen sollen, aber es eben nicht tun und erlauben, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Möglicherweise ist hier irgendwo eine Option, auf die wir noch nicht gekommen sind. Und jetzt wird es schon wieder interessant, denn die Karte des spirituellen Wachstums sagt eigentlich, dass wir in diese Entscheidungsphase kommen, weil wir gewachsen sind und weil das, was wir jetzt zu tun haben, Teil unseres Weges ist, der großen Segen mitbringt, auch wenn es jetzt herausfordernd ist. Und es kann sein, dass wir tatsächlich ein bisschen unsere Komfortzone verlassen müssen, damit wir irgendwo eine Kraft finden, wo wir gar nicht gewusst haben, dass es sie gibt. So, und es geht darum, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, zu gucken, wie ist mein Weg, bin ich zufrieden mit allem, also ist dieses Eingestehen, wo bin ich, möchte ich da sein, das ehrlich mit sich selber sein, anstatt das Vermeiden von irgendetwas. Und dann wird es hier Zeit für den nächsten Schritt. Ne? Wenn man sich darüber im Klaren ist, warum ist was gerade so, warum fühlt es sich so an, dann kriegen wir hier die Antwort, dass es eben nötig ist, weil wir unsere Erfahrungen neu polen irgendwie. Schauen wir ein bisschen weiter. Was darf ich dazu weitergeben? Überraschend. Mit was rechnen wir nicht? Es kann auch sein, dass wir hier plötzlich eine Entscheidung treffen müssen oder dass wir immer wieder aufgezeigt kriegen, es wäre jetzt an der Zeit. Ja, hier ist etwas, das entspricht hier einer Konfrontation mit den eigenen Träumen, Wünschen, Sehnsüchten. Wo möchte man verbindlich sein? Für einen oder anderen kann es natürlich auch um Entscheidungen im Beziehungsbereich gehen oder im vertraglichen Bereich. Und mit dem Schiff ziehen wir halt auch weiter. Ne? Wir machen uns auf die Reise, wir schauen uns die Meere an, wir erweitern unseren Horizont.
Wir haben hier genau auf dem Schirm, welche Bereiche vielleicht auch verstrickt sind oder wo wir irgendwie spüren, da piekt mich der Giftstachel manchmal, da bräuchte ich eine Häutung. Was ich mir aber hier auch vorstellen kann, ist, dass die Schlange liegt ja im Bereich der bewussten Ebene, dass wir vor lauter Denken, wie man sich entscheiden könnte oder sollte, hier noch mehr Verwirrung oder Verstrickung schaffen. Und da sind Hindernisse, die sitzen im Unterbewusstsein. Wir haben hier die Schneekugel, die wir den Berg hochtreiben und irgendwie kommen wir nicht voran und es ist Winter und es ist kalt und es wird auch nicht einfacher. Die Kugel wird immer größer und man hat vielleicht so dieses Gefühl, ich bin blockiert, ich komme nicht voran und wenn ich vorankomme, bin ich verstrickt. Möglicherweise kann es hier auch sein, dass wir eine Situation verlassen sollen, die viele Umwege mitgebracht hat, die auch so ein bisschen giftig ist, ne? Also sich dieses bewusst zu machen, wo ist etwas nicht mehr gut für mich oder wo fühlt es sich nicht gesund an, in welchen Bereichen kränkelt es bei mir. Und es geht hier tatsächlich um langfristige Prozesse, es geht um Lebensfragen, es geht vielleicht auch darum, was mache ich, damit ich mich selber vitaler fühle, wo bin ich in einem Konstrukt, das mich bei meinen verbindlichen Sachen eher hindert. Man sieht hier in der nächsten Zeit oder in der näheren Zukunft tatsächlich auch Freundschaften, die man sich genau anguckt, Menschen, die man sich genau anguckt. Vielleicht entscheidet man sich auch für oder gegen jemand, weil man erkennt, dass es eigentlich blockierender ist, als es voranbringt. Und wir haben natürlich die Botschaft, es ist wichtig bei den Entscheidungen, sich selbst nach vorne zu nehmen. Hier ist etwas, was man alleine bewerkstelligen muss. Oder ein Nähe- und Distanzthema auch, dass man schon länger spürt, dass da etwas in Bewegung kommen soll. Und zugleich verspürt man irgendwie die Verstrickung. Mit dem Turm kann es ja natürlich auch sein, dass es um Entscheidungen bei den Selbstständigen geht, die vielleicht mit Angestellten zu tun haben oder mit vertraglichen Sachen an sich, Aufträgen. Für manch einen kann es auch sein, dass es um eine Entscheidung geht, die mit Tieren zu tun hat. Und ich habe, dass der Arbeitsplatz oder die Themen, an denen wir arbeiten, auch aufgezeigt werden. Möglicherweise muss man sich im beruflichen Bereich für etwas anderes entscheiden oder eine wichtige Entscheidung treffen, weil irgendetwas nicht mehr passt. Was ich aber aussehen kann, ist, dass das Außen uns ziemlich ablenken könnte oder uns beschäftigen. Und da ist es ja, wir sollen ja aus der Komfortzone raus, leichter sich abzulenken, als bei sich zu bleiben. Man denkt über sein Schicksal nach und seinen Weg. Man möchte sich hier vielleicht auch einer Herausforderung entledigen. Es geht sehr viel um das, was man Berufung nennt. Warum bin ich hier? Wie lebe ich? Was sind meine Gaben und Talente? Wo verschwende ich etwas davon? Wo setze ich etwas nicht für meine Bedürfnisse ein, sondern schaue, dass alles um mich herum funktioniert?
Möglicherweise hat der ein oder andere an sich Schwierigkeiten beim Thema Entscheidungen treffen oder nächste Schritte zu unternehmen. Jetzt bin ich gespannt. Und es ist eine Situation, die klärt sich. Unterm Deck haben wir Zweifel. Sich Fragen stellen, hinterfragen. Wir hatten ja hier auch das Thema, sich selbst was eingestehen, ehrlich zu sich selbst sein. Und ich glaube, hier liegt so, dass wir es allen anderen recht machen wollen, außer uns selbst, und damit eben vermeiden, unsere nächsten Schritte zu gehen. Es gibt hier Dinge, die sind ungeklärt. Auch das könnte jetzt zum Beispiel ein Hindernis sein, dass man hier wartet, bis man so klar ist, dass man sagt, wenn ich diese Klarheit habe, dann sind meine Zweifel weg, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Gar nicht mal so leicht, dieses Thema. Ja, das ist das, was ich mir gedacht habe. Hier kommt die Pilze raus mit dem Thema Wachstum, ne? Und hier ist das spirituelle Wachstum. Und manchmal ist es so, wenn man genau weiß, was man zu tun hätte, aber man vermeidet es, dann, ich sage immer, erhöht das Schicksal die Schlagzahl und gibt dir so Aufgaben, wo du verspürst, dass du endlich mal umsetzen darfst. Die Pilze bringen ein rasches Geschehen mit, auf jeden Fall. Das heißt, da wo man vermieden hat zu entscheiden, kriegt man jetzt eben so ein bisschen die Zeit mit an Bord. Hier kommt sehr plötzlich etwas zum Tragen. Etwas im Unterbewusstsein hat sich weiterentwickelt oder ist über die Hindernisse drüber gegangen. Und es geht tatsächlich, wir haben in der Mitte das Schiff, hier ist es der Schlitten, drum Träume, Ziele, Wünsche zu verwirklichen und sich einzugestehen, was man wirklich will. Und man kommt hier sehr schnell an den Punkt, dass es vielleicht unangenehm ist, dass man merkt, hier funktioniere ich nur oder hier ziehen andere mit meinen Fäden und ich bin gar nicht bei mir auf meiner Reise. Ich habe ganz andere Bedürfnisse. Und hier ist auch eine Zeit, wo man so sehr viel spirituelle Führung erhalten kann oder wirklich, wo spirituelles Wachstum auch tatsächlich mal zwei vorhanden ist. Diese Karte bringt es mit und diese bringt es mit. Hier kann etwas aufgegriffen werden, das wir so als Lappalie angesehen haben, das tatsächlich sehr, sehr viel größer ist, als es dann ist. Und hier mag die Fahrt ein bisschen wild werden, aber es wird wirklich sehr rasant in beiden Bereichen, also einsteils in der Spiritualität und andererseits auch auf der Materie drauf. Und die Pilze überleben sehr viele Situationen und sie sind Überlebenskünstler und das heißt, wir schaffen das. Dann gucken wir uns noch ein Krafttier an. Was darf ich noch weitergeben? Was dürfen wir rechnen? Ich glaube, hier geht es auch viel um Entscheidungen, die wir vor uns hergeschoben haben. Unsere Emotionen werden hier angezeigt.
Hier ist vielleicht etwas eintönig und grau in grau und hier sagt die Regenbogenforelle, hier gibt es unerwartete Begegnungen und Gewinne, die sich ankündigen. Hier in diesem Deck ist die Regenbogenforelle sozusagen ein Glücksbote für Reichtum und Fülle. Sie kann auch unerwartete Begegnungen beim Thema Liebe und Beziehungen mitbringen. Irgendwas, was einem glücklich zufällt oder vor die Füße fällt. Hier sind sehr viele Zeichen, Hinweise, Antworten. Und man merkt plötzlich so, dass man in etwas ganz Großes eingebunden ist, das uns durch die Strömung des Lebens tragen kann. Tatsächlich ist es hier so, dass viele glückliche Fügungen sein können, also nicht nur ein Weg, aber etwas, für das man sich dann entscheidet, könnte hier sehr schnell zu etwas ganz Besonderem werden. Hier sind Erkenntnisse, Veränderungen und völlig unerwartete Gewinne, die man irgendwo draus zieht. Spannend. Ich höre gleich auf. Wir nehmen noch eine Karte. Da kommt sie schon. Hier geht eine neue Tür auf. Eine Tür öffnet sich. Wir dürfen hindurchtreten. Auch das entscheiden wir wieder, ne? Wenn die Türe aufgeht, gehe ich durch oder bleibe ich stehen oder gehe ich wieder zurück. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.